Hallo zusammen! Heute geht es erneut um Methan. Wie wichtig das Thema ist, wurde ja auch auf der Klimakonferenz in Glasgow erkannt. Nachdem ich beim letzten Mal das Problem und die chemischen Prozesse dahinter erläutert habe, geht es diesmal um Möglichkeiten, die Methanemissionen zu reduzieren, um Wirkungen und Lösungen. Ich werde über fossile Brennstoffe, Landwirtschaft und hier insbesondere über Viehzucht und Reisanbau, über Moore und Feuchtgebiete und über Permafrostböden sprechen. Das interessiert euch? Dann bleibt dran! Fangen wir mit der Förderung und Nutzung fossiler Brennstoffe an. Egal ob Kohle, Öl oder Gas, überall entweicht gewollt oder ungewollt Methan. Gerade in Kohleminen besteht so das permanente Risiko von Gasexplosionen. Deshalb werden Minen zwangsbelüftet. Seit Jahren gibt es Abluftreinigungsanlagen, die das Methan separieren und einer sinnvollen Nutzung zuführen. Auch bei der Exploration von Erdöl und Gas wird Methan freigesetzt. Mit Infrarotkameras kann man die Leckagen einfach erkennen und abstellen. Das Problem, das alles kostet viel Geld und verlangt eine unendliche Sorgfalt. Denn die Schlupflöcher für Methan sind zahlreich. 4200 Kilometer lang ist die Jamal-Pipeline, die Erdgas aus Sibirien bis zu uns transportiert. Und wer einmal in Sibirien war, weiß, was es bedeutet, hier Leckagen zu finden und abzustellen. Genau deswegen sind die Fortschritte hier bis dato nicht sehr ermutigend. Kühe erzeugen Methan und das ist schlecht. Kühe essen Gras und im Verdauungstrakt der Kuh wird dieses Gras zersetzt. Da dies unter Luftabschluss, also anaerob, geschieht, entsteht kaum Kohlendioxid. Stattdessen zersetzen spezielle Mikroben das organische Material und es entsteht Methan. Der Fachbegriff hierfür ist mikrobielle Methanogenese. Doch Kühe leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Es gibt Gebiete auf der Erde, die brach liegen und weder landwirtschaftlich genutzt werden, noch dichte Wälder tragen können. Und Grasland, das hatte ich schon in meinem Beitrag Dekarbonisierung, Teil 7 der Reihe über klimaneutrale Energie berichtet, kann gewaltige Mengen an CO2 binden, auf den Quadratmeter gerechnet mehr als Wald. Gras ist eine der wenigen Pflanzen, die von unten aus dem Wurzelstock nachwachsen und deshalb eine dauerhafte Nahrungsquelle darstellen. Sofern Weidetiere sich frei bewegen und immer dann, wenn eine Fläche abgeweidet ist, weiterziehen können, stellt sich ein Gleichgewicht zwischen ausreichenden Futtermengen für die Tiere und genügender Erholung für die Graspflanzen ein. So ergibt sich eine Symbiose zwischen Gras und Weidetieren. Grasfresser können nicht ohne Gras und Gras nicht ohne diese Weidetiere überleben. Wenn wir allerdings nur Fleisch von Weidetieren essen würden, die auf Grasland weiden, das ansonsten brach läge, müssten wir auf 80% unseres derzeitigen Fleischkonsums verzichten. Das möchte ich einmal genauer erklären. Von den 510 Millionen Quadratkilometern der Erdoberfläche sind 70% mit Wasser bedeckt. Von den verbleibenden 150 Millionen Quadratkilometern Landfläche werden 33% landwirtschaftlich genutzt. Hiervon entfallen wiederum 2/3 auf Weideland, das man zum Teil auch als Ackerfläche nutzen könnte. Nur auf einem Drittel der landwirtschaftlichen Flächen werden Nutzpflanzen angebaut. Was die wenigsten wissen, nur auf 50% dieses Ackerlandes werden Pflanzen für den Verzehr durch uns Menschen angebaut. 40% der Ackerflächen produzieren Tierfutter und 10% Biomasse, die vor allem zu Biokraftstoffen weiterverarbeitet wird. Quintessenz: Da alle Lebensmittel bei ihrer Herstellung Treibhausgase emittieren und Milliarden Menschen ernährt werden müssen, sollten wir die am wenigsten klimaschädlichen Lebensmittel bevorzugen,
und das sind nun einmal pflanzliche Produkte. Fast 100 Millionen Tonnen oder 15% der gesamten weltweiten Methanemissionen werden jedes Jahr durch den Reisanbau verursacht. Reisfelder liegen in tropisch warmen Regionen und sind mit Wasser geflutet. Das Wasser verhindert die Zersetzung organischen Materials mit Sauerstoff aus der Luft. Es kommt also auch hier zur molekularen Generierung von Methan. Und da guter Reis nur auf fruchtbaren Böden wächst, wird die mikrobielle Methanogenese hier besonders befeuert. Es gibt verschiedene Methoden, diese Methanemissionen zu bekämpfen. Die einfachste ist die Felder in bestimmten zeitlichen Abständen trocken fallen zu lassen. Sobald der Boden nicht mehr mit Wasser bedeckt ist, sterben die Mikroben ab. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis sie sich wieder bilden, wenn das Feld erneut geflutet wurde. Doch dieses Trockenlegen der Reisfelder muss genauestens überwacht werden, denn das Risiko eines Verlustes der gesamten Ernte ist groß. Es ist also viel Überzeugung und eine gezielte Ausbildung der Reisbauern erforderlich. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, sei noch erwähnt, dass natürlich auch bei der Verbrennung von Biomasse und Biokraftstoffen Emissionen entstehen, und das ist nicht nur Methan. Moore und Feuchtgebiete machen nur 4% der Erdoberfläche aus, sind aber wichtige Kohlendioxidsenken. Sie binden annähernd doppelt so viel CO2 wie alle Wälder der Erde zusammen. Moore und Feuchtgebiete sind aber gleichzeitig die größten natürlichen Methanemittenten und für 30% der weltweiten Methanemissionen, das sind 190 Millionen Tonnen pro Jahr, verantwortlich. In einer Studie veröffentlicht in Science Advanced im April 2020 wurde ermittelt, mit welchem Anstieg der CH4-Emissionen durch das Ausgasen von Feuchtgebieten bis zum Ende des Jahrhunderts zu rechnen ist. Die mikrobielle Methanogenese ist in Mooren und Feuchtgebieten von Temperatur, Grundwasserspiegel und von Quantität und Qualität der in den Feuchtgebieten vorhandenen organischen Substanzen abhängig. Junge Moore erzeugen zum Beispiel doppelt so hohe Methanemissionen wie jahrhundertealte Moore. Und da Methan ein sehr hohes Treibhausgaspotenzial hat, aber schnell wieder zerfällt, könnte die Renaturierung von Mooren derzeit sogar kontraproduktiv sein. Die Methanemissionen von Feuchtgebieten sind regional sehr unterschiedlich. Hochmoore im Hochgebirge emittieren 9 Tonnen Methan pro Quadratkilometer und Jahr. In borealen Gebieten wie Sibirien oder Nordkanada sind es schon 13 Tonnen. In unseren gemäßigten Regionen kommen 42 Tonnen zusammen. Die feuchten Tropen setzen mit 90 Tonnen Methan pro Quadratkilometer und Jahr mehr als doppelt so viel frei. In ariden Savannen sind es nur noch 10 Tonnen. Im weltweiten Durchschnitt emittieren Feuchtgebiete jährlich 37 Tonnen Methan pro Quadratkilometer. Das alles sind natürliche Prozesse, die aber durch den Klimawandel im wahrsten Sinne des Wortes angeheizt werden. 2 Klimaszenarien wurden untersucht. Das IPCC hat verschiedene repräsentative Pfade für die CO2-Konzentration in der Atmosphäre definiert. Diese RCPs, Representative Concentration Pathways, reichen von einem RCP 2.6, bei dem unterstellt wird, dass wir es schaffen, unterhalb von 2 Grad Erderwärmung zu bleiben, bis hin zum RCP 8.5, dem Worst Case, also einem ungebremsten Anstieg der Erdtemperatur um über 4 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Beim RCP 2.6 Szenario legen die Methanemissionen noch leicht zu, um dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wieder zu sinken. Beim RCP 8.5 Szenario steigen die Methanemissionen von heute 190 Millionen Tonnen auf 280 bis 360 Millionen Tonnen jährlich an. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass ein Anstieg auf 250 bis 300 Millionen Tonnen wahrscheinlich ist. Keine gute Prognose. Natürliche Methanquellen wie Vulkane, Wildtiere, Termiten
oder der Permafrostboden scheinen bei den hier gezeigten Emissionen keine so große Rolle zu spielen. Aber das täuscht. Blicken wir dazu einmal zurück zum Ende der letzten Eiszeit. Damals gab es im nördlichen Eurasien ausgedehnte Grassavannen, auf denen gewaltige Herden von Mammuts, Bisons, Wildpferden und Hirschen weideten. Gerade im Winter trampeln diese Herden den Schnee platt und scharren ihn mit ihren Hufen weg, um an die verbliebenen spärlichen Grasreste zu gelangen. So verhindern sie, dass der Schnee als wärmedämmende Schicht das Abkühlen des Bodens verhindert. Außerdem reflektiert der Schnee die Sonnenstrahlung, während nicht beweidete Tundra aus Moosen, Flechten und niedrigem Buschwerk besteht, das die Oberfläche grau bis schwarz macht und zu weniger Reflexion des Sonnenlichtes führt. Der Russe Sergei Simov will nun Herden von Pflanzenfressern in die leere Tundra zurückbringen. Pleistozänpark hat er das Gebiet genannt, in dem er nun gezielt Weidetiere auswildert. Denn herumziehende Pflanzenfresser bewirken, dass die eisige Winterkälte viel tiefer in den Boden eindringen kann. Der Hamburger Klimaforscher Christian Beer hat gemessen, dass die Bodentemperaturen im Winter auf beweideten Flächen minus 20 Grad, auf nicht beweideten nur minus 7 Grad erreichen und errechnet, dass das Temperaturniveau des Bodens durch Beweidung um bis zu 2 Grad gesenkt werden könnte und zu 80% des Permafrostbodens bis zum Jahr 2100 bestehen blieben. Aber warum sollten wir den Permafrostboden erhalten? Oberflächlich schmelzender Permafrostboden hat zunächst einmal großflächige Feuchtgebiete zur Folge. Und Feuchtgebiete produzieren, wie wir gelernt haben, Methan. Aber der eisige Boden verhindert auch, dass große Erdgasblasen, die unter der Erdoberfläche eingeschlossen sind, in die Atmosphäre austreten. Diese Blasen sind so groß, dass gewaltige Löcher und Abbrüche entstehen, wenn sie entweichen. Man spricht hier von Methankratern. Klimagase werden zudem mit Wasser in sogenannten Gashydraten gespeichert. Diese Eisbrocken kann man anzünden, weshalb man sie auch brennendes Eis nennt. Auf der Nordhalbkugel liegen 30 Millionen Quadratkilometer innerhalb der Permafrostzone. Das sind 20% der Landfläche der Erde. Zu der Menge Kohlenstoff und Methan, die in diesen Permafrostböden gebunden sind, gibt es nur Schätzungen. Sie reichen bis zu 1600 Gigatonnen Kohlenstoff. Die Atmosphäre unseres Planeten enthält derzeit 800 Gigatonnen molekular in Kohlendioxid und Methan gebundenen Kohlenstoff. Egal welcher Wert am Ende stimmt, allein aufgrund der Größenordnung muss man hier von einer tickenden Zeitbombe sprechen. Je weiter wir Richtung Nordpol vordringen, desto drastischer spürt man die Erderwärmung. 2020 gab es in Sibirien eine Hitzewelle mit Durchschnittstemperaturen, die um 6 Grad über Normal lagen. Dieser Kartenausschnitt aus dem Osten Sibiriens zeigt die Methankonzentration, die im Mai 2020 zwischen 1700 ppb, das sind die blauen Flächen, und 1800 ppb hier grün lagen. In den nachfolgenden Monaten ist diese Konzentration erstmals auf fast 1900 ppb gestiegen, gelb und orange, und hat im Frühjahr und Sommer 2021 fast 2000 ppb, hier rot, erreicht. Wie ihr euch denken könnt, fällt mein Fazit nicht sehr optimistisch aus. Alle die Methanleckagen bei Förderung, Transport und Verteilung von fossilen Brennstoffen in den Griff zu bekommen, ist eine Sisyphos-Arbeit. Jeder wird bestätigen, wie schwer wir uns tun, unsere Essgewohnheiten zu ändern. Der Reisanbau ist in vielen asiatischen Ländern eine jahrtausendealte Tradition. Moore zu renaturieren ist sicher langfristig ein gutes Ziel, aber die temporär hohen Methanemissionen auch eine große Hürde. Und die Tundra großflächig zu beweiden, könnte einfach an den riesigen Flächen und der noch verfügbaren Zeit scheitern. Die wichtigste Erkenntnis aber ist die, dass die Klimawirkung von Methan im nächsten Jahrzehnt
die von CO2 fast erreichen wird und sich die Erderwärmung in der Wechselwirkung beider Klimagase zu beschleunigen scheint. Wenn man die vielen Rädchen kennt, an denen wir alle gleichzeitig drehen müssen, wird einem die vor uns liegende Mammutaufgabe erst richtig bewusst. Aber das ist das Ziel meiner Beiträge. Je mehr von euch die Problematik begreifen und bereit sind, einen Beitrag zu leisten, desto größer ist die Chance, dass wir es am Ende doch noch packen. In diesem Sinne, Kopf hoch, wir schaffen das. Macht's gut und bis bald. Ade.